Hallo meine Lieben, ich hatte euch vor langer Zeit mal gezeigt, wie ihr Kerzen bedrucken könnt, und zwar mit Seidenpapier, und heute wollte ich euch mal eine andere Variante zeigen. Die Idee selber ist nicht von mir, sondern da gibt es eine kleine Geschichte dazu. Ich war vor ein paar Tagen bei Zalando. Die das nicht kennen, das ist ein Online-Shop, da kaufe ich viele meiner Sachen ein fürs Plotten, fürs Sublimieren, auch die Geräte selber und viele Sachen auch sonst zum Basteln. Und ich bestelle da halt einfach, weil ich mit der Qualität extrem zufrieden bin, mit der Auswahl, aber auch, weil ich die Sachen sehr schnell bekomme. Das heißt, die sind auch sehr zuverlässig. Ich habe mir bisher auch nicht groß Gedanken drum gemacht, sondern ich dachte halt einfach, das ist ein Großverteiler, der Sachen einkauft und wieder verkauft. Aber eben, ich war bei Zalando selber, weil wir mal gucken wollten, wie wir zusammenarbeiten könnten. Und da habe ich die Gründerin, die Nathalie, kennengelernt und auch die Desiree, die Teil des Teams ist. Und die beiden sind wirklich super sympathisch, auch der Rest des Teams, den ich da gesehen habe. Und es ist nicht nur das, dass die wirklich super sympathisch sind, sondern es sind selber auch Bastler. Das heißt, die kaufen und verkaufen auch nur Sachen, die sie selber ausprobiert haben und mit denen sie zufrieden sind und wo sie einen Sinn dahinter sehen, dass man da wirklich was Gutes damit basteln kann. Das heißt, ich habe da wirklich auch die Sicherheit, dass ich da auch nur Sachen kaufen kann, die wirklich auch gut sind. Und ihr hättet mich sehen sollen. Ich war da in einem Laden drin, wie ein Kleinkind im Süßwarenladen. Ich habe wirklich die ganzen Regale zustöbert und dachte so, oh ja, das wäre noch cool, oh, das wäre noch cool. Ich habe schon viele Sachen, aber ich habe noch neue Sachen gesehen. Und das Coole ist, sie haben mir auch ein paar Sachen mit auf den Weg gegeben, damit ich die mal ausprobieren kann. Und wenn die mir gefallen, ich die euch auch zeigen kann. Und eines davon ist eben das Tattoo-Papier. Und das werden wir verwenden heute, um Osterkerzen zu bedrucken. Und wir machen dann auch gleich noch eine kleine Schachtel dazu. Wenn ihr selber Lust habt, wie ich, wie ein Kleinkind durch den Laden zu stöbern, es ist kein offizielles Geschäft oder so, sondern es ist quasi ein Verkaufslager. Das heißt, die haben 3-mal in der Woche Rampenverkauf. Und da könnt ihr dann auch hingehen, für die in der Schweiz sind, und da euch Sachen wirklich angucken und die in den Händen halten. Das finde ich halt auch sehr sympathisch, wenn ich Sachen kaufen will, nicht nur ein Bildchen davon zu haben, sondern das auch wirklich in den Händen zu halten. Ich mache euch den Link zur Zalando-Seite, selber mache ich euch rein. Da findet ihr mehr zu den Produkten, die sie verkaufen, auch zum Lagerverkauf und, wenn es euch interessiert, auch so ein bisschen was zur Entstehungsgeschichte. Jetzt gehen wir aber rein und gucken uns an, wie ihr eben mit dem Tattoo-Papier Osterkerzen machen könnt. Wenn ich von Tattoo-Papier spreche, und da werden sich einige gedacht haben, was jetzt so wie früher in den Heftchen ist, und ja, damit könnte man auch auf die Haut Tattoos machen, so wie früher in den Heftchen, wo man das dann ausschneiden konnte, auf die Haut legen und dann mit Wasser quasi das Papier auflösen und abziehen. Das ist dasselbe Prinzip. Hier dieses bedruckbare Tattoo-Papier. Ihr habt wunderbar auch eine Beschreibung dazu. Ihr braucht da im Paket drin, es hat 5 von denen, und zwar 5 je, weil ihr braucht so eins, Perspektive, das ist die richtige Seite, die glänzige Seite, auf der druckt ihr, und das braucht ihr zum Übertragen. Das Ganze funktioniert mit dem Laserdrucker und dem Inkjet-Drucker, und ich habe auch beides ausprobiert. Das zeige ich euch gleich. Dann haben wir hier ganz normale Kerzen. Die habe ich bei mir im Laden um die Ecke gekauft. Ich finde es schöner, wenn sie gerade sind. Es gibt ja auch solche, die oben dünner werden. Für das hier finde ich es schöner, wenn sie gerade sind. Das heißt, die verwenden wir. Und dann habe ich hier noch einen Kerzenständer. Und da werde ich dann auch gleich noch
mit Flexfolie was drauf machen, um das auch so ein bisschen aufzuhübschen. Das Tattoo-Papier geht nicht nur auf eine Haut oder Kerzen, das könntet ihr auch auf Holz machen. Ich wollte heute aber eine Kombi machen und damit Flexfolie was drauf machen, aber eben, ihr könntet auch schablonieren, was auch immer ihr da gerne machen wollt, oder ihr könnt es auch so lassen oder in Uni anfärben, na, wie ihr das gerne mögt. Das, was ich hier drauf bringe, das habe ich schon ausgeplottet und entgittert. Das wäre so dieser Kranz. Und da habe ich ganz einfach geguckt, wie groß der äußere Kreis ist, wie groß dieser innere Kreis ist und wie groß der Abstand ist. Und habe dann mein Design entsprechend in der Größe angepasst. Und so kommt es dann drauf. Dann brauche ich 2 Kerzen, weil ich werde 2 machen. Das Papier lege ich kurz beiseite, weil ich habe das schon vorbereitet. Ich habe 2 Designs vorbereitet, und zwar eines für den Inkjet-Drucker, weil den habe ich natürlich in farbig, das wollte ich ausprobieren. Und ne, ich habe hier eben das Hasenmotiv, das ist das, um was es heute geht, mit dem Hasen. Die Bilder habe ich alle von freepik.com. Und hier den Schriftzug habe ich selber gemacht, eben auch das Happy Birthday. Und da habe ich die Schrift von dafont.com und die heißt Snowyland, ne? Schneeland. Das habe ich schon vorbereitet und eben eins für den Inkjet-Drucker und eins mit dem Laserdrucker. Da habe ich einfach noch so ein paar Herzchen dazu gemacht. Ich gucke jeweils, dass ich das Blatt ausfülle, weil ich kann sie eigentlich nur einmal drucken. Und ich habe das Papier, die A4-Seite, einfach in 2 Teile aufgeteilt oder zerschnitten. Beide, das Papier zum Bedrucken und die Übertragungsfolie. Und so hatte ich einfach zweimal eine A5-Seite, was wunderbar passt. Wie gesagt, das mit dem Inkjet-Drucker habe ich schon gemacht. Ne? Das sieht dann so aus vor dem Übertragen. Und ganz vergessen zu sagen, ganz wichtig, ihr müsst das Ganze, bevor ihr es ausdruckt, spiegeln. Ne? Ganz wichtig. Und wenn ihr zum Beispiel so wie ich eure Designs im PowerPoint oder sonst einem anderen Tool vorbereitet, Schriftzüge lassen sich ja da nicht spiegeln, und deshalb habe ich einfach das als Bild gespeichert, ne, den Schriftzug als Bild gespeichert, dann wieder eingefügt und das Bild kann man dann wieder spiegeln. Das habe ich so gemacht. Und wie ihr das so vorbereitet, dass ihr das dann habt, das gucken wir uns jetzt an. Und zwar beim Drucken, ihr habt ja dieses weiße Papier. Da hat es eine matte Seite und es hat eine glänzige Seite. Und ihr müsst gucken, dass ihr auf die glänzige Seite drauf druckt. Ne? Und jetzt ist eben alles spiegelverkehrt. Das ist unser Design. Dann haben wir die Übertragungsfolie. Die hat hier so eine milchige Seite, dann hat sie eine glänzige Seite. Jetzt können wir das ablösen, und beim Ablösen müsst ihr einfach darauf achten, dass ihr, innen drin ist eine Klebeschicht, da solltet ihr nicht mit den Fingern drauf kommen, weil die klebt schon arg. Ne? Das Milchige ist nur das Deckblatt oder die Trägerfolie, die könnt ihr wegmachen. Und das hier, ich gehe jetzt nur mit den Fingernägeln drauf, lege ich jetzt hier, ich fange unten an. Ich versuche unten anzufangen. Und streiche es dann hoch, weil ich will nicht, dass sich da Bläschen bilden. Das heißt, ich lege es unten drauf und dann nehme ich einen Rakel und schiebe das ganz einfach schön hoch und drücke das auf dem Papier oder auf der Folie fest. Dann könnt ihr das nehmen und das ausschneiden, was ihr gerne haben möchtet. Ich nehme jetzt hier unten den Hasen und dann einer der Schriftzüge von wegen Follow the bunny, he has the chocolate. Ne? Folge dem Hasen, er hat die Schokolade.
schneide ich mal grob aus. Den Rest kann ich so aufbewahren und dann verwenden, wenn ich dies brauche. Und jetzt mache ich, also ihr könntet auch einen Print and Cut machen mit dem Plotter, aber ich finde, das ist eigentlich schneller, wenn ich da einfach kurz ein Fuzzy Cutting oder das einfach mit der Schere ringsherum ausschneide. Ich gucke da jeweils drauf, dass ich nicht zu viel Überstand habe, das wirklich schön entlang des Schriftzuges ausschneide. Muss auch nicht genau sein, weil ne, die Folie ist ja durchsichtig. Die seht ihr nachher praktisch nicht auf der Kerze. So, dann habe ich meine beiden Motive. Dann brauchen wir Wasser und einen Schwamm. Ich nehme da noch so ein Stückchen Haushaltspapier, weil das jetzt ein bisschen nass wird. Dann brauche ich meine Kerzen. Und jetzt ist es so, dass ihr die Trägerfolie ablöst. Und das Design ist immer noch auf dem weißen Papier, aber was es gemacht hat, die Klebeschicht, die hier drauf war, ist jetzt hier drauf. Ne? Also es wurde durch das Feststreichen wurde das quasi übertragen. Und jetzt könnt ihr das auf die Kerze bringen, da wo ihr das gerne haben möchtet. Jetzt gucken, wie ich auch das auf der anderen gemacht habe, damit ich da ein bisschen gleich bin. So, in dem Stil legt ihr das drauf. Und jetzt geht ihr mit dem feuchten Schwamm drauf, damit das Papier feucht wird. Und dann dauert das auch gar nicht lange, bis sich das Papier ablösen lässt. Das sind so 10 Sekunden. Und dann geht es am einfachsten, wenn ihr das runterschiebt. Ne? Einfach schön langsam runterziehen. Bis ihr beim Design eigentlich durch seid, dann könnt ihr es wegheben. So. Und die legt ihr jetzt irgendwo hin und lasst es trocknen. Am besten nicht mehr groß drauf kommen. Ich gucke jeweils, hat sich irgendwas so ein bisschen gehoben. Dann drücke ich das wieder runter. Aber ansonsten würde ich da wirklich das jetzt einfach legen, irgendwo hinlegen, wo es so bleibt und das Ganze trocknen lassen, weil die Folie ist wirklich extrem dünn. Ne? Das heißt, die lege ich mal beiseite. Dann nehme ich die zweite Kerze. Wieder zur Orientierung meine andere Kerze, wo ich das schon gemacht habe. Einfach damit ich weiß, wo ich das platzieren soll. You had me at hello, 'cause where you go is where I go. Und ihr merkt auch, ob es sich schieben lässt. Ne? Also wenn das Design mitkommt, dann ist es zu wenig. Aber wenn es da bleibt, wo ihr das haben wolltet, dann könnt ihr diese Trägerfolie ganz einfach runterziehen. So, und auch die Kerze lege ich beiseite und lasse das trocknen. Und so einfach ist es auch gemacht. Ich muss zugeben, es sieht jetzt bei mir einfach aus, weil ich habe schon ein bisschen geübt. Ne? Also die ersten paar waren bei mir Fehlversuche, weil ich nicht so genau wusste, wie ich das handhaben muss mit dem Abziehen, ob ich es hochziehe oder eben schiebe. Aber wenn ihr es jetzt so macht, wie ich euch das gezeigt habe,
solltet ihr das wirklich hinbekommen. Ne? Wenn man den Dreheimer raus hat, dann geht es wunderbar. Und den Rest, den kann ich beiseite legen und das für ein anderes Projekt verwenden. Na? Und während die Kerze trocknet, kümmere ich mich kurz um den Kerzenständer. Und da schneide ich kurz eine Stelle ein bisschen, respektive ich platziere das kurz, damit das alles schön gleichmäßig ist. Das wird in etwa so sein. Dann hebe ich eine Stelle an, gucke, wo ich da durchschneiden kann am besten, damit ich nachher die Trägerfolie einfacher wieder ablösen kann. So. War auch schon der ganze Zauber. Und da gehe ich jetzt mit der Mini Heat Press drauf. Ich habe die Mini Heat Press auf eine 2 eingeschaltet. Muss ich kurz warten, bis die warm ist. Das Übertragen auf Holz hatte ich euch auch schon mit dem Weihnachts-Adventskalender gezeigt, ne, dass ihr das machen könnt. Und da versuche ich halt einfach, dass ich nicht zu lange auf einer Stelle bleibe, dass immer alles schön abgedeckt ist. Und ja, man merkt das der Folie selber, wenn sie sich dann anfängt so ein bisschen zu heben, dann kann ich die Trägerfolie auch wegnehmen. Also es braucht nicht ganz so lange wie bei Textilien. Jetzt versuche ich hier schon mal, ob ich das ablösen kann. Braucht noch ein bisschen. Und natürlich nie drauf, ohne dass die Abdeckfolie drauf ist. Ne? So, wenn ihr da immer noch Stellen habt, wo ihr das Gefühl habt, das hebt sich ein kleines bisschen oder es ist noch nicht hundertprozentig drauf, dann könnt ihr mit einem Backtrennpapier drauf und da genau an der Stelle einfach nochmal drauf gehen. Ich glaube, ich gehe da jetzt einfach ringsherum nochmal. Aber immer schön eben mit dem Backtrennpapier drauf. Ne? Das war es dann auch schon. An einer Stelle ist mir ein Fehler passiert. Einfach drauf gucken, dass ihr da wirklich nicht zu lange drauf bleibt. Weil sonst löst sich der Kleber so ein bisschen zu stark. Aber ansonsten finde ich, sieht das Design doch super cool aus. Und ich mag das halt einfach mit der Flexfolie auf dem Holz. Sieht dann quasi fast so aus, als ob es gezeichnet wäre. Ne? Und dann kümmern wir uns auch noch kurz um die Box. Und für die Box habe ich ganz einfach 2 Kerzen nebeneinander gelegt, weil bei mir wäre jetzt ein Paket von 2. Und dann habe ich gemessen, wie breit, ne, das hier sein muss, ne, wenn die nebeneinander liegen, wie hoch die Box sein muss und wie lang die Box sein muss. Und bei mir sind das in der Länge 21 cm, in der Breite, ne, die beiden nebeneinander sind 4,5 cm und in der Höhe sind es 2,5 cm. Jetzt mache ich eine Box mit einem doppelten Rand, das heißt, der wird dann eingeklappt, damit es ein bisschen stabiler wird. Und von dem her habe ich einfach gerechnet, ne, die 21 cm in der Länge plus die 2,5 von der Höhe, nochmal die 2,5 von der Höhe und dann 1 cm dazu. Und das natürlich auf beiden Seiten. Das heißt 2,5 plus 2,5 sind 5, plus den 1 cm sind 6. Und weil ich es zweimal brauche, sind es 12 cm plus die 21 cm von der Kerze, bin ich bei 33 cm. Das heißt, das Papier, was ich zurechtgeschnitten habe, hat eine Länge von 33 cm. In der Breite dasselbe Spiel, ne? Ich habe die 4,5 cm plus 2,5 plus 2,5 plus 1 plus 2,5 plus 2,5 plus 1. Das heißt, auf den Seiten sind 6 cm plus die 4,5 sind wir bei 16,5 cm. So könnt ihr euch die Box berechnen. Da nehme ich jetzt mein Falz- und Schneidebrett und schneiden brauche ich nicht mehr, das habe ich schon gemacht.
weil mein Papier ist, wie gesagt, 33 cm in der Höhe, 16,5 in der Breite. Und was ich jetzt mache, ist wirklich auf allen Seiten 1 cm Falzen, 2,5 cm Falzen, 2,5 cm Falzen. Und das von allen Seiten. Das heißt, ich lege hier das bei 1 cm an und falze. Lege es bei 2,5 cm plus 1 cm, dann sind wir bei 3,5 cm. Das geht noch auf der Seite hier drüben. Dann muss ich es umdrehen, weil nochmal 2,5 cm sind 6 cm. Ne? Das heißt, ich lege es hier bei 6 cm an. Und wie gesagt, das mache ich jetzt auf allen Seiten. I don't need nobody else. I got you, and you got me too. You can ride out all the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. I've been saving, I've been. So, das war's dann auch schon. Und jetzt kann ich die Falzlinien nachziehen. Zwar habt ihr so, dass hier, na, die innerste, das ist der Bereich, wo die Kerze, das heißt, hier geht's hoch. Dann die zweitäußerste oder die nächste nach außen legt ihr auch wieder nach innen. Und die 1 cm geht dann in die andere Richtung, weil die wird bei der Box dann am Boden quasi liegen. Ich habe hier ein 300 Gramm. Es geht, deshalb lässt er sich so ein bisschen schwierig bearbeiten. Ihr könnt da natürlich auch einen nehmen, der ein bisschen weniger fest ist, also 200 Gramm oder 220er. Würde auch gehen. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen schneiden. Und zwar schneidet ihr von beiden Seiten bis zur hier der Innenbox, ne, bis an die Linie oder die Ecke von der Innenbox. Von diesem innersten Rechteck. Und das von allen 4 Seiten. Und dann brauchen wir von dem Teil hier eigentlich nur dieses Viereck hier. Das heißt, hier kann ich rausschneiden. Auf allen Seiten. Und auch von der Seite, weil ich brauche wirklich nur hier dieses Viereck. Ne? So kann ich das quasi alles wegschneiden. Jetzt, da das hier meine Klebelasche wird, werde ich die auf den Seiten so ein bisschen schräg so einen Keil rausschneiden. Geht dann ein bisschen einfacher zum Zusammenkleben. Und ihr könnt sie auch so bis in die Hälfte quasi kürzen. Das reicht eigentlich schon als Klebelasche. So, das ist das. Das, was also die ganze Reihe, die nach diesem inneren Rechteck kommt, ne? Das und das lassen wir genau so stehen. Aber weil das nachher so reingelegt wird, kann es sein, dass es hier an den Seiten so ein bisschen konkurrenziert mit der Seite. Von dem her schneide ich das wirklich nur ganz wenig zurück. Und zwar
nur hier dieser obere Teil. Ne? Also die 1 cm Klebelasche, die könnt ihr ein bisschen mehr zurückschneiden, aber der Rest, der kleine Keil hier, den würde ich wirklich nicht zu viel wegschneiden. Das auf beiden Seiten. Und dasselbe Prinzip auch hier mit der obersten Lasche. So, dann haben wir unsere Box eigentlich schon zurechtgeschnitten und jetzt können wir die zusammenkleben. Das heißt, ich klebe zuerst hier die Klebelaschen an die Innenseite der Box. Dann nehme ich bei mir Flüssigkleber, ihr könnt es auch mit Klebestreifen machen, je nachdem wie ihr lieber arbeitet. Und dann das hochklappen und quasi hier schön, dass es aufeinander passt, das festkleben. Wenn so ein bisschen Kleber rausläuft, kein Thema, den streicht ihr einfach kurz weg. Oder zumindest bei meinem Kleber ist es kein Thema, weil der trocknet transparent. Und jetzt können wir die ganzen Seiten auch noch reinkleben. Und so habt ihr jetzt eine wunderbar stabile Box, wo die Kerzen rein können. Kontrollieren wir noch kurz, ob das auch wirklich so ist. Wunderbar, haben super Platz drin. Und die lasse ich jetzt auch kurz drin, damit ich weiß, wie breit mein Band drum sein muss. Und für dieses Band habe ich hier einen Streifen, der 4 cm hoch ist. Sieht jetzt fast ein bisschen aus wie eine Trauerkerze. Das lösen wir aber gleich noch. Ich falze das hier schon mal bei 2 cm einfach kurz an. Und lege es auch schon mal um. Weil das ist der Teil, den ich jetzt hier hinten dran lege. Dann komme ich hoch. Und ich halte das fest, damit es dann wirklich auch schön gerade ist. Und falze das Papier hier vorne so ein bisschen. Dann kann ich es hinlegen und noch richtig falzen, dass es auch schön gerade ist. Dann haben wir schon 2 Seiten. Das heißt, die untere plus die Seite. Jetzt wollen wir das ja entlang der Box haben und deshalb, ich drücke das hier oben auf der Seite ran und dann versuche ich das hier so runterzulegen, damit es darf schon satt sein, aber trotzdem nicht zu eng, weil ich will ja das Bellyband nachher oder diese Manschette nachher noch hoch und runter schieben können. Deshalb versuche ich das nicht zu eng zu machen. So, dann haben wir schon hier, hier und jetzt brauchen wir eigentlich nur noch das hier.
kann ich hinten noch gucken, wie viel ich brauche, damit sich das überschneidet hier. Das wird in etwa hier sein. Ihr seht, ich mache das wirklich nicht extrem genau, sondern mehr so ein bisschen Handgelenk mal Daumen. Dann kann ich es immer noch kurz in meinen Hebelschneider reinlegen, damit ich das wirklich schön gerade abschneiden kann. Na, dann war das auch wieder. So, das Chaos auf meinem Tisch wird immer größer. Jetzt habe ich noch meine Klebepistole auf dem Tisch, weil ich will da noch kurz was machen. Und zwar, bevor ich dieses Band hier festklebe oder um die Box herum klebe, das ist meine Seite, die oben liegen wird. Da will ich dieses Wachssiegel drauf machen. Das werdet ihr bestimmt nicht erkennen in der Kamera. Es ist ein Osterhase auf einem Auto. Ne, hier. So sieht er aus. Ihr seht nur die kleinen Füßchen und den Bommel und der ist hinten auf dem Auto drauf. Und genau das habe ich hier mit einem Wachssiegel gepresst. Dann habe ich ein bisschen Schnur und machen wir jetzt, nee, ich klebe es doch schon fest. Einfach so, dass es nicht zu fest sitzt, sondern dass ich das wirklich schön noch verschieben kann nachher. Ich gucke kurz, wo ich das dann haben will. Ja, das wird in dem Bereich hier sein. Ja, das heißt, ich lege das hier kurz hin. Und dann klebe ich das hier fest. Und zwar nicht an der Schachtel, sondern nur die beiden überlappenden Teile von der Manschette, die klebe ich aufeinander. Wie gesagt, nicht zu straff, nur einfach kurz ein bisschen anziehen lassen. Von der Schachtel nehmen und festmachen. Dann haben wir hier schon unsere kleine Manschette, die ich individuell platzieren kann, aber eben auch, ich kann sie runternehmen. Ne? Und jetzt mache ich das so, dass ich hier so ein bisschen Schnur herum wickle, so ein paar Mal. Ich würde sagen, so 3-4 Mal reicht. Und da mache ich nur kurz einen kleinen Knoten. Ich habe extra geguckt, dass es eine dünne Schnur ist, damit der Knoten dann nicht zu fest auffällt. Jetzt halte ich das so nach unten, so ein bisschen fest. Gehe mit dem Flüssigkleber drauf. Und dann mache ich das Siegel drauf. Dann können wir hier unten die Schnur abschneiden. Das, was an Kleber noch zu viel da war, auch wegnehmen. Und das Ganze wieder draufschieben. Und so habt ihr hier unten wunderbar eine kleine Verzierung, die dann auch wieder super passt, ne, zum Holz mit dem Garn. Ne? So, jetzt gucken wir uns noch kurz die Motive an. Ihr seht schon beim Ausdruck, welches der
Laserdrucker war und welcher der Inkjet-Drucker war. Nämlich das hier, ne, das was ein weniger sattes Schwarz hat, das war der Inkjet-Drucker und der Laserdrucker, der druckt halt einfach immer wunderbar schwarz. Na, man sieht es auch bei der Schrift. Da habt ihr mit dem Laserdrucker wirklich eine schöne Füllung, schönes Schwarz und beim Inkjet-Drucker ist es so, als ob innen drin so ein bisschen Farbe fehlen würde. Also die Qualität vom Ausdruck ist für mich immer, wenn ich irgendetwas mache in Schwarz, ist es immer der Laserdrucker, wenn das natürlich geht, ne? Ich habe keinen farbigen Laserdrucker, von dem her, wenn es farbig ist, dann mache ich das dann mit dem Inkjet-Drucker. Das war mal so, wie es auf dem Übertragungspapier aussieht, aber wir wollen uns das natürlich auch noch angucken, wie es auf der Kerze aussieht. Und da seht ihr es massiv. Ne? Links der Inkjet-Drucker, rechts der Laserdrucker. Und ich finde dieses Motiv super süß, ne? Mit diesem Hasen. Das sind die beiden mit dem Hasen drauf. Und jetzt ist es auch nicht mehr klebrig, ne? Wenn das getrocknet ist, und es fahren jetzt ungefähr 2 Stunden. Für euch natürlich nicht, aber wenn ich aufnehme, ist ja mal ein bisschen Zeit dazwischen, wo man noch Sachen vorbereiten muss. Also für mich waren es jetzt in etwa 2 Stunden, wo ich das gemacht habe. Und das klebt überhaupt nicht mehr. Das heißt, es ist wunderbar getrocknet. Dann gucken wir uns den Schriftzug an. Und da seht ihr den Unterschied massiv, ne? Das untere, der Laserdrucker, das obere, der Inkjet-Drucker. Und deshalb, ne, eben, wenn es irgendwie geht, wenn ich schwarz drucken muss, nehme ich immer Laserdrucker. Und dann das Bunte auch noch. Ne, da habt ihr wirklich die Farben auch schön auf der Kerze drauf. Natürlich bei farbigen Sachen würde ich jetzt eher mit weißen Kerzen arbeiten, damit die Farben dann auch wirklich schön zum Vorschein kommen. Und so habt ihr jetzt wunderbar ein schönes Geschenkpaket, ne? Mit den Kerzen, mit dem Hasen, mit dem Schriftzug, unten der Siegel, alles schön in einer Box verpackt. Oder ihr könnt es natürlich auch anders machen, dass ihr zum Beispiel, ne, dass eben, also mein Geschenk wird so sein, dass der Kerzenhalter leer sein wird, plus hier die 2 Kerzen drinne. Das wird so sein, aber ihr könnt es natürlich auch anders machen. Ihr könnt nur eine Schachtel mit den Kerzen machen. Ihr könntet zum Beispiel eine Kerze reinmachen und die zweite dann drauflegen und das Ganze so verschenken, ne? Wie auch immer euch das gefällt. Oder eben Geburtstagskerzen kann ich mir auch ganz cool vorstellen. Kann man ja auch kleinere machen, wenn man die dann quasi in eine Karte mit einpackt. Sowas finde ich auch ganz cool. Und das war auch schon alles, was ich euch heute zeigen wollte, nämlich wie ihr solche Osterkerzen oder Geburtstagskerzen oder was immer ihr da bedrucken wollt, wie ihr das mit dem Tattoo-Papier machen könnt. Und ja, geht eigentlich wirklich relativ einfach, wenn man den Dreh raus hat. Aber ansonsten habt ihr auch immer noch die Anleitungen auf der Verpackung drauf, ne? Und das war's dann auch schon für heute. Ich hoffe, euch hat die Idee gefallen und ihr habt Lust, es selber auch auszuprobieren. Ich finde es wirklich klasse, wie filigrane Sachen man da machen kann. Und ja, hoffe natürlich auch, dass ich euch in einem meiner nächsten Videos wiedersehe. Bis bald! I can take you anywhere.